Erfassung einer Feuerstätte. Wir beginnen über F4 einen neuen Datensatz anzulegen. Ein Betreiber und dann OK. Als nächstes wird ein Raum festgelegt, in dem sich die Feuerstätte befindet. In unserem Fall das Wohnzimmer im Erdgeschoss. Als nächstes kommt der Hersteller, in diesem Fall die Firma Wamsler. Ein Typ, Herstellnummer, Fabrikationsnummer, Fertigungsnummer, dann das Baujahr mit Tag, Monat und Jahr. Anschließend kann man unten immer schön sehen, was das Programm an welcher Stelle haben möchte. Bitte immer auf die untere Zeile achten. Dann kommt die Leistung. Als nächstes würde dann der Brennstoff kommen, in unserem Fall jetzt hier Scheitholz. Dann kommt das Feststoffgerätekennzeichen. Wer es aus dem Kopf kennt, kann es natürlich auch so eingeben, ansonsten über den Assistenten. Die Anlagenart, Einzelofen, ohne Gebläse wäre die 4. Sonstiges kommt in diesem Fall nichts. Feuerstättenart nach ZIV, KO, Kaminofen, auch da gibt es eine F2-Liste, wenn man die Bezeichnung nicht aus dem Kopf kennt. In diesem Feld sind die Ausnahmeregelungen der BIMSCH enthalten und dann kann noch oberer Abbrand, dort sind auch Felder für Abstandsregeln und dann kommt OK. Dann machen wir in unserem Fall Feuerstättenschau oder die Abnahme, Überprüfung, Typprüfung, Beratung machen wir auch mit, Ableitbedingungen. OK. Dann wird das entsprechende leere Messergebnis erzeugt und kann dann entsprechend ausgefüllt werden. Auch wie überall kann man gleich auch bei der Feuchte, kann man auch wieder F2 wählen. F2 ist eigentlich immer der Vorschlag und immer möglich. Man kann auch einfach den Mittelwert selber eintragen, der Holzfeuchte. Positive Prüfstandsbescheinigung, ja. Und jetzt wird alles grün. Alles ist erledigt. Messung ist auch okay.